Japan. Ein Land, das so anders ist, dass es sich wie ein anderer Planet anfühlt. Züge, die auf die Sekunde pünktlich sind. Restaurants, die seit 300 Jahren existieren. Eine Kultur, die gleichzeitig uralt und hypermodern ist. Aber hinter der perfekten Fassade stecken Dinge, die dich sprachlos machen werden. Heute gehen wir tiefer. Viel tiefer. Kapitel 1. Zahlen, die schockieren. Japan hat 125 Millionen Einwohner und schrumpft. Jedes Jahr sterben mehr Menschen, als geboren werden. In manchen Dörfern gibt es mehr Friedhöfe als Schulen. Die Regierung bezahlt Menschen dafür, aufs Land zu ziehen. Umgerechnet bis zu 70.000 € pro Familie. Und trotzdem zieht kaum jemand hin. Warum? Weil Japan eine der stärksten Hauptstadtkulturen der Welt hat. 30% aller Japaner leben in der Region Tokio, einer Stadt. 30%. Kapitel 2. Die Arbeitskultur. Du erinnerst dich an Inemuri, Schlafen bei der Arbeit. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Japan gibt es ein Wort, das es in keiner anderen Sprache gibt. Karoshi. Es bedeutet Tod durch Überarbeitung. Kein Witz. Menschen sterben, weil sie zu viel arbeiten. Herzinfarkt, Schlaganfall. Selbst nach 60-Stunden-Wochen. Die Regierung hat deshalb ein Gesetz eingeführt, das Überstunden begrenzt. Das Problem? Viele Japaner nehmen ihren Urlaub nicht. Nicht, weil sie müssen, sondern weil es als unhöflich gilt gegenüber den Kollegen. Im Schnitt verfällt die Hälfte aller Urlaubstage ungenutzt. Jedes Jahr. Kapitel 3. Die Einsamkeit. Japan hat ein Ministerium für Einsamkeit. Kein anderes Land der Welt hat das. Es wurde gegründet, weil Millionen Japaner komplett isoliert leben, ohne Kontakt zur Außenwelt. Sie heißen Hikikomori. Schätzungsweise 1 Million Menschen, die sich in ihren Zimmern verbarrikadiert haben. Manche seit Jahren, manche seit Jahrzehnten. Essen wird vor die Tür gestellt. Kontakt zur Familie minimal. Die Gesellschaft ist so auf Perfektion und Leistung ausgerichtet, dass viele einfach aufgeben und verschwinden, ohne die Wohnung zu verlassen. Kapitel 4. Die verrückten Gesetze und Fakten. Aber Japan hat auch eine Seite, die einfach nur fasziniert. Es gibt Restaurants in Tokio, die seit über 300 Jahren existieren. In Familienbesitz. Dieselbe Generation, dasselbe Rezept. In Japan ist die Scheidungsrate eine der niedrigsten der Welt. Aber gleichzeitig haben viele Paare kaum Kontakt zueinander. Es gibt Cafés, wo du Eulen streicheln kannst. Oder Ziegen. Oder Igel. Die Toiletten in Japan haben mehr Funktion als manche deutschen Autos. Sitzheizung, Musik, automatisches Öffnen, Wasserstrahl, Lufttrockner. Und in manchen U-Bahn-Stationen gibt es spezielle Mitarbeiter, deren einziger Job es ist, Passagiere in die Züge zu schieben, weil sie sonst nicht reinkämen. Kapitel 5. Die Natur und die Katastrophen. Japan liegt auf 4 tektonischen Platten gleichzeitig. Es gibt jedes Jahr über 1000 Erdbeben. Die meisten so klein, dass man sie kaum spürt. Aber die großen, die verändern alles. Das Erdbeben von 2011 und der folgende Tsunami töteten fast 20.000 Menschen. Und trotzdem, Japan baute wieder auf. Schneller als jedes andere Land es hätte tun können. Weil Japaner eine Fähigkeit haben, die weltweit bewundert wird. Gaman. Auf Deutsch ungefähr Ausdauer und Würde im Angesicht von Leid. Nicht klagen. Weitermachen. Zusammenhalten. Kapitel 6. Warum Japan so fasziniert. Japan ist ein Widerspruch. Uralt und hypermodern. Kollektiv und einsam. Perfekt nach außen und zerrissen nach innen. Aber genau das macht es so faszinierend. Kein anderes Land der Welt hat diese Kombination.
Und kein anderes Land zeigt so deutlich, dass Erfolg allein nicht alles ist. Japan hat uns viel beizubringen und noch viel mehr zu erzählen. Folge mir. Jeden Tag ein Fakt über ein Land, der dich sprachlos macht.